Mein Name ist Sabrina und ich bin Strickdesignerin und Workshopleiterin. Angefangen hat es mit einer Not, denn ich hatte vor ein paar Jahren viel längere Haare und habe für mich eine Mütze gesucht. Es war 2009 und ich wurde nicht fündig. Deshalb habe ich mir gesagt, hey, versuch das selbst. Beim Stricken nach Anleitungen habe ich schnell feststellen müssen, dass mir gewisse Details nicht gefallen oder ihnen wurden zu wenig Achtung geschenkt beim Entwerfen. Denn ich habe ein starkes Auge fürs Detail, was durch meine Ausbildung als Architektin kommt. Und mir ist es wirklich wichtig, auch die Details, das heißt von Anfang an bis zum Ende durchgedacht. Und deshalb habe ich dann bei verschiedenen Anleitungen die Sachen abgeändert, damit es mir gefällt. Zum Teil so stark, dass ich irgendwann gedacht habe, warum schreibst du nicht selbst Anleitungen? Die Inspiration für meine Anleitungen erhalte ich durch meine beiden Sportarten, das Kitesurfen und Gleitschirmfliegen. Das heißt, ich verbringe auch viel Zeit in der Natur und ich schaue mir gerne die verschiedenen Texturen an. Und ich mag es dann, diese Texturen zu transformieren in eine Strickanleitung. Und deshalb sind meine Anleitungen dann auch beeinflusst durch die Orte, die ich kenne, über das Kitesurfen und Gleitschirmfliegen, und sie sind auch so benannt. Der Prozess einer Strickanleitung dauert von der Idee bis zur Veröffentlichung bei mir 3 Monate. Das heißt, ich fange an, meine ersten Ideen aufzuskizzieren, ganz gewöhnlich mit Stift und Papier. Wenn mir die Skizze dann gefällt, dann fange ich an, mit der Wolle zu arbeiten. Ich mache zuerst eine Maschenprobe und dort stelle ich schnell fest, ob meine Idee realisierbar ist oder nicht. Nach etlichen Maschenproben, die mir dann wirklich gefällt, geht es ans Berechnen. Denn Strickanleitungen schreiben hat sehr viel mit Mathematik zu tun. Nach dem Berechnen schreibe ich mir die Anleitung grob auf und stricke sie nach. Und wenn das gefällt und ich das fertig gestrickt habe, schreibe ich die Anleitung rein und dann sende ich meine Anleitungen zum technischen Überarbeiter. Dieser schaut mit seinen Adleraugen die Anleitung durch, ob es Fehler hat. Wenn ich dann die Anleitung zurückerhalte, wird sie überarbeitet und dann kommen meine Teststrickerinnen zum Einsatz. Die Teststrickerinnen prüfen meine Anleitung auf Herz und Nieren und geben mir Feedback, wenn irgendwo etwas nicht Sinn macht. Und dann kann ich die Anleitung veröffentlichen. Neben dem Anleitungsschreiben gebe ich auch Workshops. Angefangen hat es 2015, als ich angefragt worden bin für ein Festival. Die Anfrage war so groß, ich hatte viele Studenten und es war so eine tolle Gruppe, die haben mir so ein tolles Feedback gegeben, dass ich super motiviert war, weiterzumachen und mehr Workshops zu geben. Mich erfüllt es mit Stolz, wenn ich jemanden sehe, bei dem es Klick macht, weil dann weiß ich, ich habe meinen Job richtig gemacht. Es macht mir Spaß, mein Wissen weiterzugeben, es erfüllt mich und ich motiviere gerne die Leute und infiziere sie mit dem Strickvirus.